Hallo, mein Freund. Willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Ich bin Thomas, dein Begleiter für klares, langsames, echtes Deutsch. Heute habe ich eine Frage für dich. Eine ehrliche Frage. Wie geht es dir gerade? Wirklich? Nicht gut, danke. Das sagen wir alle automatisch. Ich meine, wie geht es dir in deinem Kopf? Bist du gestresst? Bist du müde? Denkst du manchmal zu viel? Mein Freund, wenn du jetzt nickst, das ist vollkommen normal. Sehr viele Menschen fühlen das. Ich auch. Und heute sprechen wir darüber. Das Thema heute ist die Kraft der Positivität. Positiv. Das bedeutet gut, hoffnungsvoll, nach vorne schauen. Und die Kraft, das ist die Energie, die Stärke dahinter. Ich verspreche dir, dieses Video ist kein Sei einfach glücklich Kurs. Das wäre zu einfach. Das wäre nicht ehrlich. Stattdessen sprechen wir über echte kleine Gewohnheiten. Gewohnheiten. Das sind Dinge, die du regelmäßig machst. Diese kleinen Gewohnheiten können deinen Tag leichter machen. Schritt für Schritt. Und nebenbei lernst du heute sehr natürliches Deutsch. Wörter und Ausdrücke, die Deutsche wirklich benutzen. Am Ende machen wir auch eine kleine Worttour zusammen. Bist du bereit? Dann fangen wir an. Mein Freund, lass mich dir etwas sagen. Viele Menschen wachen morgens auf und ihr Kopf ist sofort voll. Voll mit Gedanken, voll mit Sorgen, voll mit Fragen. Die Rechnung, die ich noch bezahlen muss. Die E-Mail, die ich vergessen habe. Der Fehler, den ich letzte Woche gemacht habe. Kennst du dieses Gefühl? Dein Körper ist noch im Bett. Aber dein Kopf ist schon bei der Arbeit, im Stau, beim Problem. Das nennt man auf Deutsch Grübeln. Grübeln. Das bedeutet, du denkst immer wieder über dasselbe nach. Du kreist um den gleichen Gedanken. Immer wieder, immer wieder. Und das macht müde. Das macht schwer. Ich kenne das sehr gut. Es gab Phasen in meinem Leben. Da war mein Kopf jeden Abend voller Was wäre wenn Gedanken. Was wäre, wenn ich diese Entscheidung falsch getroffen habe? Was wäre, wenn die anderen Menschen mich nicht mögen? Was wäre, wenn alles schief geht? Weißt du, was das Interessante ist? Die meisten dieser Dinge sind nie passiert. Mein Kopf hat Probleme erfunden. Und ich habe Stunden damit verbracht.
diese erfundenen Probleme zu lösen. Das ist nicht dein Fehler. Das ist Biologie. Das Gehirn versucht, dich zu schützen. Es sucht immer nach Gefahr. Aber manchmal hilft das nicht. Manchmal macht es mehr Angst, nicht weniger. Und genau deshalb ist dieses Thema heute so wichtig. Wir schauen uns heute 4 Ideen an. 4 einfache, ehrliche Ideen. Keine Magie, keine großen Versprechen. Nur kleine Dinge, die wirklich helfen. Hier ist der Plan für dieses Video. Idee Nummer 1. Dein innerer Schalter. Glück beginnt in dir. Idee Nummer 2. Die 2 Kreise. Sorgen loslassen. Idee Nummer 3. Kleine Ziele. Klare Richtung für deinen Kopf. Idee Nummer 4. Schwierige Zeiten. Wie du trotzdem weitermachst. Und am Ende eine Worttour mit nützlichen deutschen Ausdrücken aus diesem Video. So wie immer. Ich spreche langsam. Ich erkläre jedes schwierige Wort sofort. Und du kannst dieses Video gerne noch einmal hören. Beim zweiten Mal verstehst du noch mehr. Das verspreche ich dir. Los geht's. Die erste Idee klingt vielleicht einfach, aber sie ist sehr stark. Hier ist sie. Glück beginnt nicht außen, es beginnt innen. Nicht in deiner Arbeit, nicht in deinem Telefon, nicht in anderen Menschen, in Directory. Ich sage das nicht, um zu sagen, sei einfach glücklich. Es ist leicht. Nein, das wäre nicht ehrlich. Ich weiß, dass es schwere Tage gibt. Tage, an denen alles grau wirkt. Tage, an denen dein Kopf beim Aufwachen sagt: Guten Morgen, lass uns sofort über alle Probleme nachdenken. Das kenne ich. Stell dir vor, du wachst auf. Alles fühlt sich schwer an. Du nimmst dein Telefon. Du liest schlechte Nachrichten. Du siehst negative Kommentare. Du scrollst. Du scrollst. Du scrollst. Und du fühlst dich noch schlechter. Erkennst du das? Das ist so, als würde dein Kopf schon traurig sein. Und du gibst ihm noch mehr trauriges Futter. Trauriges Futter für das Gehirn. Das Futter. Das ist das, was du deinem Kopf gibst. Informationen, Bilder, Gedanken. Was wir konsumieren, beeinflusst, wie wir uns fühlen. Konsumieren. Das bedeutet lesen, schauen, hören. Beeinflussen. Das bedeutet eine Wirkung haben auf etwas. Also, was du morgens zuerst siehst und hörst, hat Macht über deine Stimmung. Stimmung.
Das ist, wie du dich im Moment gefühlsmäßig fühlst. Ich habe das selbst erlebt. Es gab einen Morgen, da bin ich aufgewacht und alles hat sich falsch angefühlt. Nichts war wirklich schlimm. Aber meine Sichtweise war sehr negativ. Sichtweise. Das ist, wie du die Welt siehst. Dasselbe Zimmer, dieselbe Arbeit, derselbe Kaffee. Aber meine Sichtweise sagte, das alles hat keinen Sinn. Ich schaffe das nicht. Und dann habe ich bemerkt, ich hörte dieser Stimme nicht nur zu. Ich gab ihr mehr Kraft. Ich öffnete mein Telefon und las noch mehr schlechte Dinge. Dann erinnerte ich mich an etwas Wichtiges. Ich kann nicht immer meine Stimmung direkt ändern. Aber ich kann meine nächsten 5 Minuten ändern. Ich kann nicht sofort alles besser machen. Aber ich kann jetzt eine kleine Entscheidung treffen. Das ist der innere Schalter. Schalter. Das ist das Ding, das du drückst, um das Licht anzumachen. Ich habe mein Telefon weggelegt. Ich habe das Fenster geöffnet. Ich habe einen Song gespielt. Nur einen. Ein Lied, das mir gut tut. Dann habe ich ein einfaches Frühstück gemacht. Dann bin ich 10 Minuten spazieren gegangen. Nur 10 Minuten. Keine große Veränderung. Keine magische Lösung. Aber es war, als hätte ich einen kleinen Reset-Knopf in meinem Kopf gedrückt. Reset. Das kennst du vielleicht vom Computer. Neu starten. Meine Probleme waren noch da. Aber ich fühlte mich nicht mehr so schwer. Es war, als hätte ich einen kleinen Stein aus meinem Rucksack genommen. Rucksack. Das ist die Tasche, die du auf dem Rücken trägst. Und manchmal trägt unser Kopf einen unsichtbaren Rucksack voller Sorgen. Die Idee ist einfach. Warte nicht auf großes Glück. Großes Glück kommt vielleicht irgendwann. Aber kleines Glück, das kannst du jetzt starten. Stell dir vor, dein Kopf ist ein Garten. Garten, das weißt du sicher. Wenn du nichts pflanzt, wachsen Unkraut und schlechte Dinge von alleine. Unkraut. Das sind die unerwünschten Pflanzen. Negative Nachrichten, alte Erinnerungen, die Probleme anderer Menschen. Das ist wie wildes Unkraut. Aber wenn du auch nur ein kleines, gutes Samenkorn pflanzt, einen Dankbarkeitsgedanken, einen freundlichen Spaziergang, eine nette Nachricht an jemanden, dann startest du einen anderen Garten. Das bedeutet nicht, sei immer positiv. Das ist unmöglich. Du bist ein Mensch. Du darfst traurig sein. Du darfst weinen. Du darfst dich müde fühlen. Aber selbst an einem schweren Tag
hast du diesen kleinen Schalter. Was ist jetzt eine kleine Sache, die ich für mich tun kann? Vielleicht ist das Fenster öffnen und frische Luft spüren. 1 Minute den Himmel anschauen. Tee kochen und 3 langsame Atemzüge nehmen. Ein Lied hören, das dir Hoffnung gibt. Einen Satz in dein Notizbuch schreiben. Heute bin ich dankbar für. Und dann den Satz beenden. Du änderst nicht dein ganzes Leben in diesem Moment. Aber du änderst die Richtung deiner Gedanken. Und wenn du das Tag für Tag machst, lernt dein Gehirn langsam eine neue Gewohnheit. Eine Glücksgewohnheit. Merke dir die erste Idee. Dein Glück hängt nicht nur davon ab, was mit dir passiert. Ein großer Teil ist, wie du reagierst. Die kleinen Entscheidungen, die du triffst, wenn dein Kopf im Dunkeln bleiben will. Und das Gute ist, du kannst das üben. Ein kleines Samenkorn nach dem anderen. Gut, lass uns über die zweite Idee sprechen. Wir haben über kleine positive Entscheidungen geredet. Aber was ist, wenn dein Kopf einfach nicht aufhört, sich Sorgen zu machen? Kennst du das? Dein Kopf macht sich Sorgen über alles. Über die Arbeit, über Geld, über andere Menschen, über die Zukunft. Ich hatte eine Phase in meinem Leben. Da war mein Kopf jeden Abend beschäftigt mit Was-wenn-Gedanken. Was wäre, wenn ich meinen Job verliere? Was wäre, wenn die Menschen mich nicht mögen? Was wäre, wenn ich versage? Ich versuchte zu schlafen. Aber mein Kopf war hellwach. Und das Interessante ist, die meisten Dinge, über die ich mir Sorgen gemacht habe, konnte ich gar nicht kontrollieren. Kontrollieren. Das bedeutet, Macht haben über etwas. Mein Kopf hat sich Sorgen gemacht über das Wetter, über alte Fehler, über die Meinungen fremder Menschen, über Nachrichten auf der ganzen Welt. Das komplette Paket. Eines Abends lag ich im Bett und dachte, ich versuche gerade, die ganze Welt von meinem Kissen aus zu kontrollieren. Das war so ein klarer Moment. Also habe ich etwas ausprobiert. Etwas sehr Einfaches. Ich habe ein Notizbuch genommen und 2 Kreise gezeichnet. Kreis Nummer 1. Dinge, die ich kontrollieren kann. Kreis Nummer 2. Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Was kommt in Kreis Nummer 1? Was ich morgen esse. Wie viele Stunden ich schlafe. Ob ich mein Telefon weglege. Welche Nachricht ich einem Freund schicke. Wie viele Minuten ich heute Deutsch lerne. Was kommt in Kreis Nummer 2?
die Vergangenheit, die Meinungen anderer Menschen, Weltnachrichten, alte Fehler, das Wetter. Als ich das auf Papier sah, wurde mir etwas klar. Ungefähr 90% meiner Sorgen waren in Kreis Nummer 2. Mein Kopf hat hart gearbeitet. Aber er hat mir nicht geholfen. Er hat versucht, den Kopf über Wasser zu halten. In einem Meer, das mir gar nicht gehört. Den Kopf über Wasser halten. Das ist ein treffender Ausdruck. Es bedeutet, du versuchst zu überleben. Du bist nicht entspannt, nicht glücklich. Du versuchst nur, nicht unterzugehen. Also habe ich mir eine kleine Regel gemacht. Die Regel ist diese. Wenn etwas in Kreis Nummer 2 ist, in den Dingen, die ich nicht kontrollieren kann, dann darf ich es bemerken. Aber ich darf nicht eine Stunde darin bleiben. Bemerken. Das bedeutet, du siehst es, du weißt es. Aber du lebst nicht stundenlang darin. Stattdessen wähle ich eine kleine Sache aus Kreis Nummer 1 und mache sie. Eine ehrliche Nachricht schreiben. Wasser trinken. Spazieren gehen. 5 Minuten in der Stille sitzen. Das ist wie. Du gehst mit deinem Kopf von einer lauten Straße in einen ruhigen Park. Der ruhige Park ist manchmal nur auf dem Boden sitzen, Augen schließen und dir selbst sagen, gerade jetzt muss ich nicht mein ganzes Leben lösen. Ich muss nur atmen. Das ist die zweite Idee. Dein Kopf wird müde, wenn er sich über alles Sorgen macht, was du nicht kontrollieren kannst. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf eine kleine Sache lenkst, die du tun kannst, kann dein Kopf endlich ein bisschen ruhen. Und diese Ruhe, dieser kleine ruhige Moment, das ist auch Positivität. Nicht laut, aber sehr stark. Okay, lass uns über Ziele sprechen. Ziele können uns Hoffnung geben. Aber sie können uns auch stressen. Hast du das schon erlebt? Du hast ein Ziel, aber statt Motivation fühlst du Schuldgefühle. Schuldgefühle, das ist das Gefühl, dass du etwas falsch machst oder dass du nicht gut genug bist. Ich sollte weiter sein. Ich sollte erfolgreicher sein. Ich sollte das schon alles verstehen. Ich hatte eine Phase in meinem Leben. Da war ich sehr verloren. Verloren. Das bedeutet, du weißt nicht, wo du hingehst. Du siehst keine Richtung. Ich arbeitete, aber war nicht glücklich mit meiner Arbeit. Ich wusste nicht, was ich als nächstes wollte. Und nachts war mein Kopf voller Ich sollte Sätze. Und dann kam noch das Vergleichen dazu.
Ich sah Menschen in sozialen Medien, die Häuser kauften, reisten, Projekte starteten. Ich kannte das Gefühl, alle machen mehr als ich. Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Kennst du diesen Ausdruck? Das Gras ist immer grüner. Das bedeutet, das Leben anderer Menschen sieht besser aus als deins. Aber du siehst ihre Probleme nicht. Nur die schönen Fotos. In diesem Moment hatte ich das vergessen. Ich sah nur das grüne Gras der anderen. Mein eigenes Leben wirkte trocken. Eines Nachts konnte ich wieder nicht schlafen. Mein Herz schlug schnell. Und ich habe mich gefragt, okay, wovor habe ich eigentlich Angst? Die Antwort war, ich habe Angst, dass mein Leben immer so bleibt. Dieselbe Arbeit, dieselben Probleme, keine Verbesserung. Und dann kam eine zweite Frage. Wenn ich das nicht will, was ist eine kleine Veränderung, die ich machen kann? Nicht groß, nicht dramatisch, nur ein kleiner Schritt. Ich habe ein Blatt Papier genommen und ich habe 3 sehr einfache Ziele geschrieben. Ein Ziel für meine Gesundheit. Ein Ziel für meine Arbeit. Ein Ziel für meine Beziehungen. Beziehungen. Das sind die Verbindungen zu anderen Menschen. Freundschaften, Familie, Kollegen. Mein Gesundheitsziel. Jeden Abend nach dem Essen 20 Minuten spazieren gehen. Mein Arbeitsziel. Jeden Tag 20 Minuten etwas Neues für meine Zukunft lernen. Mein Beziehungsziel. Jeden Tag einer Person schreiben, die mir wichtig ist. Das war alles. Als ich dieses Papier ansah, fühlte ich mich leichter, weil mein Kopf jetzt eine Richtung hatte. Vorher steckte mein Kopf in einer Rille fest. In einer Rille feststecken. Das bedeutet, du machst jeden Tag dasselbe. Du fühlst dich gelangweilt und gefangen. Du siehst keinen neuen Weg. Jeden Tag dasselbe. Sorgen, Telefon, Vergleichen, schlecht schlafen. Aber mit diesen 3 kleinen Zielen hatte mein Kopf etwas Neues, worüber er nachdenken konnte. Es ist wie Autofahren in dichtem Nebel. Wenn du keine Scheinwerfer hast, bist du verloren. Scheinwerfer. Das sind die Lichter vorne am Auto. Ziele sind wie das Einschalten deiner Scheinwerfer. Du siehst noch nicht die ganze Straße. Aber du siehst die nächsten paar Meter. Und die nächsten paar Meter sind genug. Nach einigen Wochen bemerkte ich kleine Veränderungen. Meine Spaziergänge haben meine Stimmung verbessert. Meine 20 Minuten Lernen haben mir mehr Selbstvertrauen gegeben. Meine Nachrichten haben meine Freundschaften gestärkt. Mein Leben war nicht plötzlich perfekt.
aber ich hatte angefangen, mich langsam zu erholen. Erholen. Das bedeutet, nach etwas Schwerem langsam wieder besser werden. Wie ein Ball, der auf den Boden fällt und wieder hochspringt. Das ist die dritte Idee. Dein Kopf braucht Hoffnung, nicht nur Sorgen. Kleine, realistische Ziele sind wie kleine Lichter auf deinem Weg. Und ich möchte betonen, du brauchst keine großen Ziele, um dich besser zu fühlen. Du brauchst klare Ziele. Und du brauchst freundliche Ziele. Klar, damit dein Kopf weiß, was er tun soll. Freundlich, damit du dich nicht mit Druck verletzt. Jetzt kommen wir zur letzten Idee. Und diese Idee ist vielleicht die ehrlichste von allen. Manchmal helfen kleine Gewohnheiten. Manchmal gibt es kleine Ziele. Aber manchmal ist das Leben einfach schwer. Etwas geht kaputt. Jemand geht. Ein Plan scheitert. Scheitern. Das bedeutet, es klappt nicht. Es geht schief. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben. Da war mein Herz sehr schwer. Ich möchte nicht zu viel darüber sagen. Aber ich erinnere mich, alles fühlte sich grau an. Die Farbe war aus meinem Leben verschwunden. Ich wollte nur im Bett liegen. Musik hören. Traurige Musik. Und über alles grübeln. Grübeln. Das Wort kennen wir schon. Immer wieder über dasselbe nachdenken. Ich habe die Gespräche in meinem Kopf immer wieder wiederholt. Was hätte ich anders sagen sollen? Was hätte ich anders machen sollen? Unser Kopf liebt dieses Spiel. Aber es hilft nicht. Nach einer Weile bemerkte ich etwas. Je mehr ich im Bett blieb, desto schwerer fühlte ich mich. Es war wie nasse Kleidung den ganzen Tag tragen. Nass und schwer und unbequem. Dann hat mich ein Freund angerufen. Er sagte, Thomas, du kannst traurig sein. Das ist okay. Aber du musst dich auch bewegen. Nicht rennen, nur gehen. Er lud mich zum Kaffee ein. Ich wollte nicht gehen. Ich bin trotzdem gegangen. Dieser Spaziergang hat nicht alles geheilt. Aber er hat mir geholfen zu atmen. Und ich habe in dieser Zeit etwas Wichtiges gelernt. Wenn du großen Schmerz hast, emotional, im Herz, dann kannst du dich nicht einfach herausdenken. Du musst dich hindurchleben. Hindurchleben, nicht herausdenken. Das bedeutet, kleine Aktionen, normale Routine. Zurück zu einfachen Dingen. Duschen, essen, bewegen, mit einer vertrauenswürdigen Person sprechen.
vertrauenswürdig. Das bedeutet, du kannst dieser Person vertrauen. Du kannst offen mit ihr sein. Wenn du gerade eine schwere Phase durchmachst, eine Trennung, einen Verlust, eine große Enttäuschung, dann ist es okay, traurig zu sein. Es ist okay zu weinen. Aber versuche, nicht 24 Stunden am Tag im Schmerz zu leben. Stell dir den Schmerz wie einen schweren Rucksack vor. Du musst ihn eine Weile tragen. Das stimmt. Aber du musst dich nicht auf den Boden setzen und dein Leben stoppen. Du kannst langsam gehen mit ihm. Und mit der Zeit wird er ein bisschen leichter. Wenn etwas sehr verwirrend ist, mache ich das. Ich nehme ein Blatt Papier. Ich schreibe, das Problem ist, und beende den Satz in einer einfachen Zeile. Nicht 20 Zeilen. Eine klare Zeile. Zum Beispiel, das Problem ist, ich fühle mich allein in dieser Stadt. Oder, das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich diese Rechnung bezahlen soll. Und dann schreibe ich 3 kleine Dinge, die ich versuchen kann. Nicht Magie, nicht die perfekte Lösung. Nur 3 kleine Ideen. Zum Beispiel für Ich fühle mich allein. Einer Online-Gruppe beitreten. Einer alten Freundin schreiben. Können wir mal telefonieren? An einen öffentlichen Ort gehen. Einen Park, ein Café, damit ich nicht allein zu Hause bin. Und ich sage mir, ich muss das nicht alles heute lösen. Ich versuche diese Woche eine davon. So bewegst du dich von Ich habe ein Problem zu Ich arbeite an meinem Problem. An einem Problem hindurcharbeiten. Das ist ein schöner Ausdruck. Hindurcharbeiten bedeutet, du versteckst dich nicht vor dem Problem. Du gehst Schritt für Schritt durch es hindurch. Das ist auch Positivität. Kein aufgesetztes Lächeln, sondern stille Stärke. Die 4. Idee. Probleme und Schmerz bedeuten nicht, dass dein Leben vorbei ist. Sie bedeuten, dass du ein Mensch bist. Du kannst sie fühlen. Und du kannst trotzdem weiter langsam gehen. Und sehr oft liegt der nächste Schritt bei dir. Du entscheidest deinen nächsten kleinen Schritt. Nicht perfekt, nur klein und freundlich. Mein Freund, jetzt machen wir etwas Besonderes. Die Worttour. Ich nehme einige Wörter und Ausdrücke aus diesem Video und erkläre sie noch einmal langsam und klar. So kannst du sie wirklich verstehen. Und so kannst du sie in deinem eigenen Leben benutzen. Wort 1. Grübeln. Grübeln bedeutet, du denkst immer wieder über dasselbe nach. Meistens über etwas Negatives. Du bleibst lange in diesem Gedanken
Beispiel: Ich versuche nachts nicht zu grübeln. Oder: Sie hat stundenlang über diesen Fehler gegrübelt. Merke dir, Grübeln gleich immer wieder über dasselbe nachdenken, oft negativ. Wort 2. Die Stimmung. Die Stimmung ist, wie du dich gerade gefühlsmäßig fühlst. Gut, schlecht, energievoll, müde. Beispiel: Heute habe ich eine gute Stimmung. Oder: Der Spaziergang hat meine Stimmung verbessert. Merke dir, die Stimmung gleich, wie du dich im Moment fühlst. Wort 3. Die Sichtweise. Die Sichtweise ist, wie du die Dinge siehst, wie du die Welt um dich herum interpretierst. Beispiel: Ich habe versucht, meine Sichtweise zu ändern. Oder: Mit einer positiven Sichtweise wirkt dasselbe Problem kleiner. Falsch versus richtig. Viele Lernende sagen, meine Ansicht. Das ist auch korrekt. Sichtweise klingt aber etwas persönlicher und moderner. Merke dir, die Sichtweise gleich, wie du die Dinge siehst und interpretierst. Wort 4. Den Kopf über Wasser halten. Das ist ein Ausdruck. Den Kopf über Wasser halten bedeutet, du versuchst in einer schwierigen Zeit zu überleben. Du bist nicht glücklich, nicht entspannt. Aber du gehst nicht unter. Beispiel: Mit so viel Stress versuche ich nur noch, den Kopf über Wasser zu halten. Oder: Nach dem Jobverlust hat sie monatelang nur den Kopf über Wasser gehalten. Merke dir, den Kopf über Wasser halten gleich in einer schwierigen Situation. Gerade noch überleben. Wort 5. Sich erholen. Sich erholen bedeutet, nach etwas Schwerem langsam wieder besser werden. Du warst schwach oder müde oder traurig. Jetzt wirst du Schritt für Schritt wieder stärker. Beispiel: Er hat sich nach dem langen Arbeitstag erholt. Oder: Es hat einige Monate gedauert, bis sie sich erholt hat. Merke dir, sich erholen gleich nach etwas Schwerem, wieder langsam stärker werden. Wort 6. Feststecken. Feststecken bedeutet, du kommst nicht weiter. Du bewegst dich nicht. Du machst immer dasselbe. Auf Englisch sagt man dafür stuck. Beispiel: Ich stecke in meiner Routine fest. Oder: Er steckte in derselben Arbeit fest und wusste nicht, wie er weitermachen sollte. Merke dir, feststecken, gleich du kommst nicht weiter, du bist blockiert. Wort 7. Sich hindurcharbeiten. Sich hindurcharbeiten bedeutet, du gehst Schritt für Schritt durch eine schwierige Situation. Du versteckst dich nicht. Du arbeitest langsam durch das Problem.
Beispiel: Es braucht Zeit, sich durch einen Verlust hindurchzuarbeiten. Oder: Ich arbeite mich gerade durch meine Angst vor dem Sprechen hindurch. Merke dir, sich hindurcharbeiten gleich ein Problem langsam, Schritt für Schritt verarbeiten. Wort 8. Vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig bedeutet, du kannst dieser Person vertrauen. Sie ist sicher. Sie hört zu. Sie hilft. Beispiel: Ich brauche in schwierigen Momenten eine vertrauenswürdige Person. Oder: Sie ist sehr vertrauenswürdig. Ich kann ihr alles sagen. Merke dir, vertrauenswürdig. Gleich, man kann dieser Person vertrauen. Das waren 8 wichtige Wörter aus diesem Video. Mein Tipp: Such dir heute 2 Wörter aus, die dir gefallen. Schreibe für jedes Wort einen eigenen Satz. Deinen Satz aus deinem Leben. Das hilft dir, die Wörter wirklich zu lernen. Okay, mein Freund. Jetzt bist du dran. Ich gebe dir eine kurze Aufgabe. Nimm dir 30 Sekunden. Frage dich, welche der 4 Ideen von heute passt am besten zu deinem Leben? Idee 1. Den inneren Schalter benutzen. Eine kleine, gute Entscheidung jetzt. Idee 2. Die 2 Kreise. Sorgen loslassen, die du nicht kontrollieren kannst. Idee 3. Ein kleines, klares Ziel setzen. Idee 4. Langsam durch eine schwierige Zeit hindurcharbeiten. Eine Idee. Nur eine. Und dann frage dich, was ist eine konkrete kleine Sache, die ich heute damit machen kann? Nur eine. Nicht 20. Nur eine. Vielleicht ist es 10 Minuten spazieren gehen. Jemanden anrufen, dem du vertraust. 2 Kreise zeichnen und deine Sorgen einteilen. Einem Freund eine kurze, ehrliche Nachricht schreiben. Du musst das nicht laut sagen, aber denke daran. Und wenn du magst, schreib es in die Kommentare. Mein Freund, lass uns zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Idee Nummer 1. Dein innerer Schalter. Glück beginnt innen, nicht außen. Kleine Entscheidungen verändern die Richtung deiner Gedanken. Ein Lied, ein Spaziergang, ein Atemzug. Das reicht für den Anfang. Idee Nummer 2. Die 2 Kreise. Dein Kopf wird müde vom Sorgen über Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Erkenne den Unterschied und wähle eine kleine Aktion aus dem Bereich, den du kontrollieren kannst. Idee Nummer 3. Kleine, klare Ziele. Dein Kopf braucht eine Richtung. Ein Gesundheitsziel, ein Arbeitsziel, ein Beziehungsziel. Klein, klar und freundlich.
Idee Nummer 4. Schwierige Zeiten. Du kannst sie fühlen. Aber du kannst trotzdem langsam weitergehen. Kleine Aktionen. Eine vertrauenswürdige Person. Schritt für Schritt hindurch. Das sind keine magischen Lösungen. Das sind echte, ehrliche kleine Schritte. Und ich sage dir das aus Erfahrung. Diese kleinen Schritte summieren sich. Summieren. Das bedeutet, zusammen werden sie groß. Tag für Tag. Schritt für Schritt. Kleine Verbesserungen. Du bist nicht allein damit. Sehr viele Menschen, ich auch, kämpfen mit diesen Dingen. Das ist menschlich. Und das Wichtigste ist nicht perfekt zu sein. Das Wichtigste ist, wieder anzufangen. Immer wieder. Du machst das gut. Wirklich. Danke, mein Freund, dass du heute mit mir gelernt hast. Du hast dir Zeit genommen. Du hast zugehört. Du hast nachgedacht. Das ist stark. Jetzt habe ich eine kleine Challenge für dich. Schreib mir in die Kommentare. Meine kleine positive Gewohnheit für diese Woche ist. Und beende diesen Satz. Zum Beispiel: Meine kleine positive Gewohnheit ist, jeden Abend 10 Minuten spazieren gehen. Oder: Meine kleine positive Gewohnheit ist, jeden Morgen einen freundlichen Gedanken aufschreiben. Dein Satz, dein Leben, auf Deutsch. Ich lese alle Kommentare. Wirklich. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, abonniere den Kanal. Einfach Deutsch. Klick auf die Glocke, damit du keine neue Lektion verpasst. Teile dieses Video mit einer Person, die gerade Deutsch lernt. Im nächsten Video sprechen wir über etwas sehr Praktisches. Wie du auf Deutsch deine Meinung sagst. Auch wenn jemand anderer Meinung ist. Klar, höflich, selbstbewusst. Das wird sehr hilfreich. Ich freue mich auf dich. Ich bin Thomas von Einfach Deutsch. Bleib neugierig, bleib freundlich zu dir selbst und lerne jeden Tag ein kleines bisschen Deutsch. Du bist auf einem sehr guten Weg. Mach weiter so. Tschüss und bis zum nächsten Mal, mein Freund.